Vakuumpads für die Werkstatt, für die Werkbank oder für den Lochrastetisch. Schaut's mal Leute, ich habe hier ein Werkstück, was ich bearbeiten möchte. Ich lege es einfach drauf und dieses Werkstück kriege ich nicht mehr von meiner Arbeitsplatte einfach so runter, außer ich schalte das Ganze aus und kann es abziehen. Und solche Pads, die wollen wir uns heute bauen. Wir machen heute eine Bauanleitung, wo wir genau diese Pads hier bauen. Also seid gespannt und wen das interessiert, der schaut sich das Video an. Ich kriege diese Platte einfach nicht von meinem Tisch runter. Ich kann sogar meine Werkbank damit anheben. Echt krass. Aber Leute, viele von euch haben vielleicht jetzt ein Déjà-vu. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und heute Thema wieder Vakuumplatte. Vakuumplatten, Déjà-vu, warum Déjà-vu? Ganz einfach, ich habe schon einmal ein Video vor 2 Jahren rausgebracht mit Bau einer coolen Vakuumplatte für die Werkstatt. Und das Video ist richtig gut angekommen und diese Platte funktioniert echt einfach nur richtig mega. Aber heute geht es nicht nur um diese Vakuumplatte, eigentlich gar nicht, sondern wir wollen nämlich heute Vakuumpads, spoiler ich mal, Vakuumpads bauen für einen Lochrastetisch, aber auch ohne Lochraster zu verwenden. Und diese Pads, die wollen wir uns heute einfach gemeinsam bauen. Das Coole am damaligen Video war eigentlich, dass ich das Ganze, diese Vakuumplatte mit einer Vakuumdüse betrieben habe, die mit Druckluft funktioniert. Hier seht ihr, Hahn öffnen, ihr hört das Geräusch und schon ist die Vakuumplatte komplett festgesaugt und ich kriege sie nicht mehr von meinem Tisch runter. Wer das Video noch nicht gesehen hat, der soll sich dafür bitte doch mal anschauen, wenn eine Vakuumplatte interessiert und vor allem auch diese Düse interessiert. Denn natürlich hat auch diese Vakuumplatte einfach einen Nachteil und zwar, ich bin da begrenzt von der Größe, was ich drauflegen kann. Ich kann hier verschiedene Sachen zwar an Dichtungen reintun, aber ich bin trotzdem begrenzt. Ich kann da jetzt keine 1,50 Meter große Platte drauf spannen, weil das funktioniert einfach nicht. Deshalb die Idee, wer einen Lochrastetisch hat oder eine große Werkbank hat, die wirklich oben eben ist und dann das Vakuum dort festgesaugt werden kann oder die Platten festgesaugt werden kann, dass man da solche kleinen Vakuumpads hat und die verschieden einfach auf dem Tisch verteilen kann und dann das Werkstück, das größere Werkstück einfach trotzdem festsaugen kann. Und deshalb bauen wir uns heute diese Vakuumpads. Und jetzt kommen bestimmt wieder ein paar Leute, die dann sagen, wie kannst du das selber bauen? Das ist viel zu viel Aufwand, das lohnt sich gar nicht. Ich mache das Ganze am 3D-Drucker. Aber Leute, nicht jeder von euch da draußen hat einen 3D-Drucker. Und gekaufte Varianten sind eigentlich schon relativ teuer und deshalb einfach dieser Eigenbau, wie ich es einfach umsetzen werde, solche Pads zu bauen. Ja, aber ich werde mal spoilern, ihr habt hier was schönes Rotes in der Hand. Das sind auch Vakuum-Pads, das sind gedruckte Varianten. Richtig cool, diese Dinger. Die werden wir uns aber am Schluss des Videos einfach mal anschauen, wie gut diese Teile hier funktionieren und vor allem, wo ihr solche Pads, wer dann zu faul ist, das Ganze selber zu bauen, auch dann herbekommen könnt. Aber das werden wir dann am Schluss des Videos einfach mal anschauen. Ich würde es aber sagen, wir starten jetzt einfach mal in die Bauanleitung rein. Was ich vorab noch sagen muss, ihr könnt die Größe bauen, wie ich will. Ich kann es noch mal vorab sagen, meine werden im Durchmesser größer als die 3D-Druckvarianten. Meine werden 140 mm mit einer 8 mm Dichtung. Und wer das Ganze kleiner bauen will, der kann das bauen, wie er will. Wenn er zu klein wird, das Ganze, dann muss er natürlich auch eine andere Dichtung einsetzen, zum Beispiel eine 6 mm Dichtung. Aber ihr werdet es einfach jetzt in der Bauanleitung sehen. Wir starten einfach mal mit dem Material, was wir einfach brauchen und starten direkt rein und werden am Schluss alles nochmal ausprobieren und vor allem auch diese 3D-Druck-Varianten. Starten wir rein in die Bauanleitung, meine Lieben. Und zwar, was werde ich für Material verwenden? Ich werde hier Multiplex verwenden und das ist bei mir Multiplex mit 18 mm. Ihr könnt es aber auch 21 mm nehmen, da tut es euch vielleicht ein bisschen einfacher. Also das ist im Endeffekt unter 18 mm definitiv nicht zu empfehlen, aber alles, was ab 18 mm aufwärts ist, überhaupt kein Problem. Warum Multiplex und warum kein günstigeres Holz? Ganz einfach, Multiplex ist absolut luftundurchlässig. Zum Beispiel, wenn ihr OSB nehmen würdet oder so. OSB ist nicht wirklich luftundurchlässig. Was müssen wir als erstes machen? Wir müssen hier erstmal Kreise raussägen. Mein Vakuumpad wird 140 mm groß. Ihr könnt natürlich die Größe wählen, also im Durchmesser, wie ihr wollt. Und wie ihr den Kreis natürlich raussägt oder schneidet, das müsst ihr selber wissen. Ihr könnt natürlich auch einen Kreisschneider verwenden. 140 mm, wie gesagt,
Euer Wunschgröße könnt ihr selber entscheiden. Und ich werde das Ganze an der Bandsäge machen. An der Bandsäge habe ich eine Kreissäge-Vorrichtung mir gebaut. Das Video kann ich euch auch mal gern dort oben verlinken. Ist richtig cool, funktioniert super. Da werde ich machen. Ich brauche natürlich in der Mitte dann einen Pin, wo ich das Ganze drehen kann. Dort werde ich noch ein 5 mm Loch für den Pin rein bohren und werde das Ganze dann an der Bandsäge rund schneiden. So, das ist diese Kreisvorrichtung für die Bandsäge. Die kann man auch ohne Pin machen, aber wir brauchen ja diesen Pin sowieso. Also das heißt, wir spannen das Ganze jetzt mal auf. So, und nur wichtig ist, Leute, bei Multiplex, wenn ihr das auch mit dieser Vorrichtung macht, ist ganz wichtig, an der Bandsäge komplett super langsam zu sägen, weil sonst wird's krumm und scheps. Also, starten wir mal rein. Perfekte Kreise, meine Lieben. Und zwar werden wir sie mal kontrollieren, ob es jetzt wirklich 140 mm sind. Wie geht's eigentlich euch so? Also ich finde Kreise schneiden an der Bandsäge echt eine super sichere Variante. Und diese Kreisschneider, ich persönlich mag sie überhaupt nicht. Wie geht's euch da draußen? Schreibt es mal unten rein. Jetzt schaut's mal, 140 mm exakt, super. So, jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie wir hier und hier außen eine 8 mm Nut reinbekommen, die ca. 5 mm tief ist. Ich habe mir mal Gedanken gemacht. Nein, das wird's nicht. Aber ich möchte auch nur mal sagen, ich habe schon mal so ein Video abgedreht. Und zwar kann man mit einer Fräsvorrichtung, das ist diese Fräsvorrichtung, da kommt noch eine Oberfräse drauf. Und mit dieser Vorrichtung kann man Nuten, Saftrillen oder Nuten an runden Objekten fräsen, so wie das zum Beispiel. Schaut euch das Video an, ist richtig cool. Aber damit möchte ich das jetzt nicht machen, weil wir haben hier eine ganz kleine Nut und eine größere Nut hier. Und ihr seht selber, ich müsste diese Vorrichtung komplett neu bauen, weil das passt hier nicht zusammen mit den Kugellagern. Also werden wir uns was anderes einfallen lassen. Meine Idee ist eigentlich total easy und ist innerhalb von 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten gebaut. Ein kleines Brettchen für die Tischfräse. Ihr könnt natürlich das Ganze auch irgendwie anderweitig für eure Fräse bauen, je nachdem wie das ist. Ich baue es für meine Tischfräse. Das ist nur ein kleines Brettchen mit einer Nut hier drin, ausgesägt mit der Bandsäge und dann kommt bitte dieser Pin rein. Den Pin haben wir ja gerade verwendet für unsere Bandsäge, um das Ganze rund zu machen. Dieser Regalbodenpin kommt hier rein. Ich zeige es euch mal an der Fräse. So, jetzt schaut's mal, wie ich das Ganze meine. Man hat ja einen Anschlag. Wer natürlich jetzt keinen so einen Frästisch hat, der kann natürlich auch an seiner eigengebauten Frästisch das Ganze irgendwo festzwingen, dieses Holz oder wie auch immer. Meine Grundgedanke ist dahinter einfach mal, wir haben jetzt hier diesen Pin ja drin und mit dem Anschlag passt es ja immer. Wir können das Ganze jetzt hier verschieben. Und wir zwingen jetzt einfach dieses Holz fest. Also das heißt, wir werden jetzt unsere Nut dort einstellen, wo wir es wollen. Hier ist ein 8 mm Nutfräser drin und dann die Tiefe natürlich einstellen und dann stellen wir die Entfernung einfach ein, wo wir diese Nut hier haben wollen und spannen das Ganze einfach mal fest, dass sie sich dann nicht mehr bewegen kann. So mein Gedanke. Übrigens, diese Spanner, die habe ich erst letztens eine Bauanleitung dazu mit PDF und so weiter. Könnt ihr gern auch nochmal anschauen, dieses Video. Sind echt richtig cool. Gut, jetzt ist das Ganze festgespannt, da kann sich jetzt nichts mehr bewegen und wir können den Fräser anschalten, können dort dann vorsichtig eintauchen und das Ganze schön drehen. Und es ist auch wirklich super sicher, weil man kommt ja eigentlich gar nicht mehr wirklich an diesen Fräser ran. Ach ja, und wie stellt ihr euren Fräser ein? Ganz einfach, also ich habe ja hier 140 mm Durchmesser. Ich lasse hier circa, ja, ich sage jetzt mal 10 mm Platz noch dazu, also zum Rand. Das heißt,
10 mm rein und dann wird dann die 8 mm Nut hier gefräst. Innen drin ist es so, dass ich 14 mm von der Mitte ausgehe. Das heißt, wir werden dann 28 mm Durchmesser haben von diesem Kreis hier. Dann brauchen wir hier nämlich noch Platz für unseren 20 mm Rundstab, den wir da noch hinschrauben können. Und dort werde ich dann praktisch diese Nut einfach auch nochmal hier fräsen. Ups, sorry, noch was vergessen, Leute. Die Höhe des Fräsers werde ich auf 5 mm nehmen. Je nach Dichtung, was ihr natürlich nehmt. Ich nehme hier diese 8 mm Moosgummidichtung. Deshalb 8 mm ist halt die Höhe. Das heißt, minus 5 bleiben mir noch 3 mm. 3 mm, wo sich das Ganze dann so richtig schön ansaugen kann. Das ist meine Erfahrung einfach. Das war auch bei der anderen Platte so. Mit 3 mm funktioniert es gut. Also Höhe 5 mm. Das hat ja mal super funktioniert, die Fräserei, also perfekt. Wir haben beide Seiten so gefräst, ihr habt es ja gesehen. Jetzt sind wir so weit, dass wir das Ganze bohren müssen. Wir müssen jetzt die Anschlüsse anbohren. Ich werde euch natürlich alle Materialien unten in der Videobeschreibung verlinken, die ihr dazu braucht. Und da müssen wir jetzt praktisch reinbohren. Ihr könnt es ohne Gewinde machen, ihr könnt es mit Gewinde machen, das ist euch ganz selber überlassen. Wir haben ja hier ein 18er Material, 18 minus 2 mal diese Fräsung. Heißt 18 minus 10 sind wir bei 8 mm, was wir jetzt noch Platz haben zum Bohren. Also werde ich da nur mit einem 6 mm Bohrer durchbohren. Ihr müsst einfach wirklich darauf achten, dass ihr das wirklich super genau macht. Nicht, dass ihr dann hier oben reinfräst, in die Nut rein bohrt. Ich habe das Ganze jetzt am Bohrständer aufgebaut. Jetzt möchte ich nochmal sagen, was ihr darauf achten sollt. Also absolut in der Mitte bohren, damit ihr nicht in diese Nut reinfräst, bohrt. Und dann würde ich den Bohrtisch oder wie auch immer das so einstellen, dass ihr nachher einen größeren Bohrer nehmen müsst, weil wir müssen ja noch das Gewinde reinschneiden. Oder was heißt Gewinde? Wir müssen ja noch die Bohrung setzen für diese Anschlüsse hier. Das heißt, ich werde dann das Ganze nachher einfach nur den Bohrer tauschen und dann habe ich es echt exakt wieder an derselben Stelle. Also dann werden wir jetzt da einfach mal, ihr seht jetzt auch den Strich, bis dahin werde ich bohren, bis dahin ist der Bohrer eingestellt und dort kommt dann die Bohrung nachher rein. Ja Leute, sinnvoll ist natürlich auch noch, habe ich nicht erwähnt, den Bohrer noch anzuzeichnen, wo der lang läuft, weil sonst habt ihr nachher ein Problem, das Loch zu finden oder richtig zu bohren. Also macht da euch noch einen Strich hin, damit ihr genau wisst, wo ihr dann nachher bohren könnt. Dann machen wir jetzt mal die Gewinde hier rein. Also das ist jetzt auch noch ein absolut billiger Gewindesatz und das sind jetzt 1/8. Und da werde ich jetzt das Gewinde reinmachen. Ihr könnt natürlich auch M5 nehmen oder sonst irgendwas, mein Gott. Aber ich werde es euch unten, wie gesagt, verlinken. So, dann machen wir da jetzt mal vorsichtig das Gewinde rein. Und wenn wir noch zusätzlich wollen, können wir das Ganze theoretisch auch nochmal mit dem 2K-Kleber auch nochmal verkleben. So. Wollen wir mal testen. Es muss halt absolut luftdicht sein und das ist das Wichtige. So, jetzt schauen wir mal, ob es passt. Perfekt. Wo ist denn mein Schlüssel? Ja, der Schlüssel ist jetzt weg. Aber super. Nee, da liegt er. Ha! Wenn wir jetzt so weit sind, dann müssen wir jetzt noch die Bohrung setzen für die Luft, wo es Luft zieht und das muss ja auf beiden Seiten ziehen. Das heißt, wir müssen da jetzt nur einmal durchbohren. Ich gehe da einfach jetzt in die Mitte rein. Ihr wisst ja, wo euer Bohrloch ist. Also einfach circa in die Mitte rein und gut ist. Da bohren wir jetzt einmal komplett durch. So, jetzt sind wir aber noch nicht fertig und zwar
Ich werde jetzt hier das Loch, diese 5er Bohrung, werde ich aufbohren auf 6 mm, denn da kommt noch eine Senkkopfschraube rein mit 6 M6 Senkkopfschraube, wo ich dann praktisch meinen Bankhaken festmachen kann. Das heißt, ich habe hier einen 20er Rundstab Buche, der ist ziemlich hart. Da kommt ein Gewinde rein und damit kann ich praktisch den Bankhaken dann festschrauben hier in der Mitte und kann das Ganze machen. Warum mit Gewinde und so? Ganz einfach, ich kann dann diesen Rundstab, praktisch dieses Stückchen, was dann unten hinkommt, kann ich abschrauben und kann es dann anderweitig irgendwo anders verwenden. Wer das natürlich nicht will, der braucht jetzt da einfach nur in den Rundstab, könnt ihr einfach durchballern mit der Schraube, auch natürlich senken mit der Holzschraube und das Ganze festschrauben. Ich werde es aber, wie gesagt, mit Gewinde machen und deshalb aufbohren, senken und dann werden wir die Rundstäbe bearbeiten. So, jetzt sind wir fast schon fertig. Ich werde, wie bei meiner anderen ersten Vakuumplatte, die habe ich auch mit Lack versiegelt, mit Klarlack versiegelt. Also werde ich dann nochmal eine Schicht Klarlack auf beiden Seiten draufhauen, dass einfach dieses Holz wirklich komplett versiegelt ist und dass da auch nichts mehr Luft ziehen könnte. Die Pads können jetzt einfach mal trocknen. Ich würde sagen, wir machen jetzt unsere Bankhaken und zwar ganz einfach Mitte anzeichnen. Und dann werden wir Eindrehgewinde reinmachen. Leute, ihr müsst das Ganze nicht machen. Entweder könnt ihr sie fest verschrauben oder ihr macht sie gar nicht hin, je nachdem, wo ihr eure Pads zum Einsatz bringt. Aber ich mache das Ganze mit Gewinde. Eindrehgewinde sind drin, perfekt, hat gut funktioniert. Ja, ich muss auch zugeben, mir ist auch eins geplatzt hier. Da habe ich zu heftig gedreht und dann batsch hat's gemacht und das Teil ist gerissen. Ja gut, vorsichtig eindrehen, dann funktioniert es auch. Gut, jetzt schauen wir mal, ob's passt. Die Schraube ist drin, die sind auch schon trocken mittlerweile. Wie gesagt, habe ich ja lackiert. Schrauben wir es mal drauf. Ist in Ordnung. Jetzt müsst ihr nur eins kontrollieren. Das sind, diese Rundstäbe sind nicht immer so 20 mm, perfekte 20 mm. Bei mir nämlich auch nicht. Die passen nämlich nicht hundertprozentig rein oder sind sehr eng. Das werde ich jetzt aber ganz einfach machen. Einfach Akkuschraube nehmen, Schraube mit rein und das Ganze so hinhalten. Und dann einfach mal testen, ob es passt. Und das ist dann überhaupt kein Problem. Gut. Jetzt gehen wir dann über zu, was machen wir denn zuerst? Und zwar müssen wir noch die Gewinde hier oder die Anschlüsse einkleben. Gewinde ist bei mir ja drin, die klebe ich aber trotzdem noch zusätzlich ein, damit da ja nirgends Luft ziehen kann. Und dann müssen wir unsere Moosgummidichtungen noch zuschneiden. Leute, der letzte Arbeitsschritt, ich habe das Moosgummi jetzt hier und jetzt müssen wir nur noch unsere Moosgummi-Sachen zuschneiden. Das müsst ihr einfach ein Cuttermesser nehmen und das jetzt mal reinlegen. Ein Tipp gebe ich euch, schneidet das Ganze ein bisschen so im 45-Grad-Winkel ab, also schräg ab. Und klebt das Ganze mit dem Sekundenkleber wieder zusammen, ist gar kein Stress. So, das heißt, wir machen das Ganze rein, hier hin und schräg abschneiden. Und das Ganze werden wir dann mit dem Sekundenkleber zusammen machen. Kann ich euch auch noch verlinken, Sekundenkleber und Aktivator. Da geht es recht schnell. So, sie sind fertig.
Richtig cool, wir werden es jetzt gleich mal ausprobieren. Ich möchte natürlich noch was zu diesen Teilen hier sagen. Der eine oder andere wird sagen, ja, so ein Schwachsinn, das so genau so zu bauen. Aber das ist euch selber überlassen. Ihr könnt es natürlich selber entscheiden, wie ihr wollt. Ihr braucht es zum Beispiel, wenn ihr das mit diesen Bankhaken macht und diese festmacht und nur am Lochraster verwendet, dann braucht ihr unten theoretisch keine Dichtung. Mal ganz ehrlich, der Bankhaken, der hält ja so schon ganz gut. Natürlich der Zug nach oben, den hält er natürlich nicht aus, dann geht's natürlich raus. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ihr könnt es doch selber entscheiden, wie ihr wollt. Unten keine Dichtung, unten Dichtung, nur mit Bankhaken oder ohne. Ich habe es halt jetzt mal in der großen Version gebaut, wo man dann diese Bankhaken dann einfach wegmachen kann, wegschrauben kann und auch genauso hier an dieser Werkbank benutzen kann oder wie auch immer. Also das wollte ich bloß mal dazu noch sagen. Wir werden das Ganze jetzt einfach mal probieren mit meinem alten System oder mit meinem, was heißt alten System? Das ist ja praktisch diese Düse, die wir haben. Diese Düse funktioniert mit Druckluft. Ich brauche keinen Kompressor. Denn so Kompressoren, ich sage Vakuumkompressoren, die sind gar nicht so günstig. Also ich sage jetzt mal, ich habe jetzt hier auch einen stehen. Der kostet so roundabout 100 Euro. Mit dem funktioniert es echt auch ganz gut. Aber für 100 Euro kann ich natürlich auch viel Druckluft benutzen. Denn ihr müsst natürlich wissen, wenn ihr das Ganze mit Druckluft benutzt, Druckluft ist teuer. Teuer, warum? Weil es einfach viel Strom kostet. Und diese Düse verbraucht schon einiges an Luft. Ich brauche jetzt nicht mit einem 5-Liter-Tank anfangen. Da würde ich euch empfehlen, definitiv einen 50-Liter-Tank zu nehmen, um das Ganze zu machen. Wenn ihr das ab und zu nur braucht, dann ist diese Düse echt sehr, sehr gut. Wenn ihr aber stundenweise damit arbeiten würdet, dann würde ich euch definitiv einen Kompressor empfehlen. Und dann könnt ihr euch die fangen so ab 100 Euro aufwärts, fangen die einfach an. Wenn ihr was Vernünftiges wollt, dann zahlt ihr 200, 300, 400, 500 Euro für so einen Vakuumkompressor. Also das müsst ihr euch auch überlegen, was ihr da macht. Aber mit dieser Düse, wenn man es nicht ganz so oft braucht, funktioniert es auch ganz gut. Und wir werden das Ganze jetzt einfach mal anstecken. Ich muss nur an meine Druckluft das Ganze anstecken, meinen Kompressor auf 6 Bar einstellen. Und ihr hört jetzt schon dieses Pfeifen, dieses Luftziehen, und jetzt zieht er eigentlich schon Vakuum. Und ich schließe jetzt mal 2 Pads davon an und wir wollen mal schauen, ob er Vakuum zieht. Um das Ganze anzuschließen, einfach an der Druckluft anschließen. Ich werde euch alle Teile nochmal verlinken. Dann habe ich hier einen Absperrhahn, dann habe ich hier unsere Düse und noch eine Weiche. Ich muss ja dann praktisch einen Y-Adapter, ich muss ja auf 1, auf 2 gehen und kann da jetzt einfach 2 Pads anstecken. Stecken wir einfach mal 2 hier an und testen sie einfach mal. Gut, ich muss ja dann praktisch nur das hier öffnen, dann zieht es die Luft, dann hört es das gleich. Bam, jetzt zieht's. Und jetzt müsste es theoretisch Vakuum bilden. Das müssen wir uns natürlich den Finger drauf heben. Wollen wir mal da hier hinlegen. Bam. So, leicht andrücken. Schaut's, und schon ist es fest. Ja. Also, ich krieg sie. Ja, ganz mit Gewalt. Natürlich, wenn ich sie komplett mit Gewalt nach oben ziehe, geht es natürlich weg. Und schaut's mal, es sind locker. Ja, aber wir sind jetzt einfach mal hier am Tisch, funktionieren die echt super. Wir bauen das Ganze jetzt mal um für unseren Lochraster. Da brauche ich jetzt einfach die Schrauben rein, muss dann die Bankhaken dran schrauben oder die Halter dran schrauben, und dann gehen wir mal an die Bank rüber und probieren es da einfach nochmal, wie das dort funktioniert. Ach ja, übrigens, Leute, wer dieses Video noch nicht gesehen hat zu dieser großen Platte, das ist mein absoluter Liebling. Die macht mir so Spaß damit auch zu arbeiten. Richtig cool, schaut euch das Video an, wie ihr das Ganze selber bauen könnt. Frage an euch noch, wer hat dieses Video gesehen oder wie findet ihr allgemein diese Vakuum-Sachen hier? Also mir gefallen die ganz gut, und mit dieser Düse, die wir hier haben, funktioniert es auch gar nicht mal so schlecht. Leute, ich habe es jetzt hier einfach mal aufgebaut mit unserem 20 mm Pin. Das Coole ist an so einem Lochrastertisch ist, dass die ganzen Luftschläuche absolut aufgeräumt werden können. Ich verkabel das einfach unten alles. Gar kein Stress, verkabel das alles unten, komm hier wieder mit meinem Schlauch nach oben. Dort ist der Kompressor. Ja, der Kompressor könnte auch unterm Tisch stehen, ist ganz klar. Aber es ist alles richtig schön sauber aufgeräumt. Ich habe natürlich auch noch mit Absperrhähnen und Y-Adaptern gearbeitet, um das Ganze an einen Schlauch anzustecken. Werde ich euch natürlich unten verlinken. So,
wir werden das Ganze jetzt mal probieren. Ja, und jetzt der Vorteil und Nachteil. Ihr könnt natürlich unten diese Vakuumstelle, könntet ihr theoretisch weglassen, wenn ihr nur mit Bankhaken arbeitet. Weil, schau mal, habt ihr absolut die Kontrolle und da geht gar nichts weg. Natürlich, wenn der Zug nach oben kommen würde, dann geht es natürlich ganz einfach raus. Also das könnt ihr, wie gesagt, selber entscheiden. Wir werden das Ganze jetzt mal probieren, aber wir probieren das Ganze mit einem Vakuumkompressor. So. Das hört ihr schon? Hört ihr das? Wie saugt. Dann nochmal die Dichtung reinmachen, gescheit. So, ich habe da mal einfach ein Brettchen und das werden wir jetzt mal drauflegen. Ganz kurz andrücken. Und man hört es schon, wie es richtig schön saugt. Perfekt. Und jetzt müsste das theoretisch fest sein. Boah, das ist bombenfest. So, und jetzt schaut's mal, die Platte ist komplett fest. Ich kann jetzt die Platte bearbeiten, wie ich möchte. Ich kann hier fräsen, ich kann hier schleifen, ohne das Ganze irgendwo festspannen zu müssen. Ohne dass es zum Beispiel jetzt auch beim Fräsen irgendwie dann die Spannelemente reinfräst oder wie auch immer. Oder dass die irgendwie stören. Also ich habe da wirklich komplett freies Arbeiten. Und mit diesen Pads ist natürlich ein Vorteil gegenüber meiner Vakuumplatte, die ich schon mal gebaut habe. Ich liebe dieses Ding, aber es ist halt doch mal begrenzt auf der Größe. Diese Pads kann ich ja theoretisch auf einem Lochtisch machen. Ich könnte da 5 Stück machen, 4 ganz groß auseinander, 1 Meter, 1,50 Meter, zack, zack, zack und könnte da eine riesengroße Platte drauflegen und in der Mitte noch einen reinmachen. Und schon habe ich ein riesengroßes Spannelement, was richtig gut funktioniert. Also ich finde es echt top. Selbst hier auf diesem kleinen Lochrastertisch funktioniert es echt mega. Aber jetzt will ich mal versuchen, das Ganze wegzukriegen. Also in die Richtung geht gar nichts. Nein, und jetzt wollen wir es nach oben ziehen. Alter! Wahnsinn! Ich kriege das gar nicht weg. Okay, irgendwann geht es natürlich mal weg, weil die Dichtungen können auch nicht aushalten. Da ist die Dichtung jetzt rausgekommen. Also ihr seht, wie viel Kraft ich da aufwenden muss, um das Ganze wegzukriegen. Wahnsinn. Jetzt machen wir aber trotzdem noch einen Versuch mit unserer kleinen Vakuumdüse, die ich ja sonst immer verwendet habe und die bei der anderen Vakuumplatte richtig gut funktioniert. Ich stecke das Ganze jetzt mal ab und stecke das Ganze einfach mal um. Jetzt habe ich hier die Druckluft angesteckt, kann meinen Hahn öffnen. Jetzt hört es ja schon, dieses Saugen. Und jetzt wollen wir das Ganze nochmal probieren. Ich sage, das wird nicht funktionieren, da wird sie zu schwach sein. Legen wir mal unsere Platte drauf, drücken sie richtig gut fest und warten mal eine Weile, weil dort dauert es einfach ein bisschen länger, bis das Vakuum gezogen ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, also man muss länger warten, aber es theoretisch auch. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen unterschätzt, also diese Vakuumpumpe, die funktioniert schon, die ist unsere kleine. Ich sage jetzt mal nicht ganz so fest. Ja, schaut's. Also es funktioniert, man muss länger warten und es ist jetzt nicht ganz so krass wie bei der Pumpe da. Nochmal, wenn man jetzt ganz kurz wartet, das funktioniert nicht. Man muss ein bisschen länger warten, bis das Vakuum gezogen ist, dann funktioniert es. Aber wir haben jetzt nicht diese Kraft, was diese Pumpe hier aufwenden kann. Also mit 4 Stück funktioniert das schon noch, aber zum Bearbeiten von Sachen könnte es theoretisch auch funktionieren. Also ihr könntet euch höchstwahrscheinlich diese Pumpe dann sparen. Ihr müsst halt da ein paar Striche machen mit dieser, dass es einfach nicht ganz so gut hält. Aber zum Bearbeiten mit Fräsen und so geht es auch. Aber es ist nicht ganz so. Ihr habt es gerade gesehen, es ist nicht ganz so wie mit der. Jetzt kommen wir aber wie versprochen zu diesen 3D-Druck-Varianten. Die sind auch richtig cool. Die sind nicht von mir entwickelt, die sind von Marco Ehlert entwickelt. Ich werde sein Profil unten in der Videobeschreibung einfach mal verlinken und ich werde euch die Dateien dann unten verlinken, wo diese ganzen Dateien zum Kaufen sind. Denn könnt ihr für wenig Geld, könnt ihr diese Dateien in vielen Varianten einfach bei ihm kaufen. Und er hat mir auch gesagt, dass es in Zukunft diesen Grundkörper
Grundkörper wird es auch schon fertig ausgedruckt dann in Zukunft geben. Wann, weiß ich noch nicht. Im Zeitpunkt des Videodrehs war es noch nicht verfügbar, aber da müsst ihr halt einfach mal drauf schauen, wenn euch solche fertige Varianten für relativ wenig Geld interessieren. Schaut da einfach mal drauf. Also gut, dann schauen wir uns mal diese 3D-Druck-Varianten an. Sind richtig cool. Hat er mir zugeschickt, schauen richtig sauber verarbeitet aus. Und zwar ist es jetzt so, er hat ganz viele Varianten auch davon. Wie gesagt, schaut da einfach drauf. Und zwar kann ich auch diesen Bankhaken einfach abmachen und kann ihn auch ohne Bankhaken verwenden. Im Endeffekt so wie meine Variante. Jetzt habt ihr bestimmt einen Schock. Diese Variante sind 92, 93 mm im Durchmesser. Meine Variante hat 140 mm Durchmesser. Es ist um einiges größer, aber ihr seht es ja selber. Ist um einiges größer, aber das kann ja natürlich, das hier kann natürlich jeder bauen in jeder Größe, wie er will natürlich. Wenn ihr da auf diese Größe geht, würde ich euch aber auch eine 6 mm Dichtung empfehlen, weil sonst habt ihr da wirklich ein kleines Platzproblem hier und deshalb 6 mm. Aber wenn ihr so die Größe baut, empfehle ich euch definitiv dann die 8 mm Dichtung. Aber wir wollen uns das jetzt mal anschauen. Es ist im Prinzip wirklich das komplett gleiche wie das hier und wir können das einfach mit dem Schlauch hier anstecken. Wir werden es aber auch nachher nochmal mit den Vakuumdüse werden wir auch nochmal probieren. Und jetzt werden wir es aber mal an Kompressor anschließen und werden mal probieren, wie gut diese Pads einfach sind. So, gleiches Prinzip. Ihr seht den Bankhaken, einfach drauflegen, in der gewünschten Abstand, egal wie viel ihr dann anschließt, Vakuumpumpe anschließen. Jetzt nehmen wir unser gleiches Werkstück und legen unsere Platte einfach mal oben drauf. Und schon ist sie festgesaugt. Ich muss da gar nicht mal drücken bei dieser Größe hier, weil das ein Eigengewicht hat. Und ihr seht's, es ist dann auch wirklich fest, gar kein Stress. Vakuumpumpe ausschalten und ein bisschen warten, bis das Vakuum weg ist. Und jetzt könnt ihr das Ganze abnehmen. Und Leute, keine Angst, ich verdiene mit diesen Pads hier keinen Cent, denn einfach Support ist kein Mord. Und ganz ehrlich, diese Pads von Marco Ehler, die sind richtig gut, also ich kann es euch auch nur empfehlen. Was ich euch nicht empfehlen kann, das werde ich euch jetzt zeigen. Ich habe es jetzt mir extra reinbestellt, da ich habe diese Vakuumpumpe und ich habe dieses Teil hier. Aber ganz ehrlich, ich habe es jetzt extra mal reinbestellt, das ist diese kleine Pumpe. Das ist eine kleine Vakuumpumpe mit 12 Volt betrieben. Ja, sie saugt. Ja, sie macht ihre Arbeit. Ja, ich kann auch damit 4 und 5 Pads betreiben damit. Aber jetzt mal ganz ehrlich, dieses Ding hier, ich kann es euch nicht empfehlen. Ich werde es euch trotzdem unten in der Videobeschreibung einfach mal verlinken. Aber jetzt hört mal diesen Krach, was dieses Ding hier veranstaltet. Wow! Einfach nur Wahnsinn. Also ich kann sie euch nicht empfehlen. Da ist dieses Teil ja noch deutlich leiser und diese Pumpe hört mir ja so gut wie gar nicht. So Leute, wir sind am Ende des Videos und zwar wird mich jetzt von euch noch interessieren, was findet ihr am coolsten? Findet ihr diese Selberbau-Varianten ganz cool? Lohnt sich dieser Aufwand? Wenn man natürlich jetzt nur eins baut, lohnt sich der Aufwand nicht. Wenn man mehrere baut, lohnt sich der Aufwand. Oder findet ihr die 3D-Druck-Varianten für diejenigen, die einen 3D-Drucker haben, doch ganz cool? Oder halt auch in Zukunft das fertige Gehäuse, was man dann kaufen kann. Was würdet ihr machen? Schreibt es mal unten alles in die Kommentare rein, eure Meinungen, eure Gedanken dazu. Habt ihr vielleicht auch diese Platte schon gesehen oder vielleicht auch nachgebaut? Weil die wurde zigtausendmal nachgebaut mittlerweile. Finde ich auch ganz cool. Ballert mal unten alles rein. Unterstützt Gipfelholz, teilt dieses Video, liked dieses Video, abonniert diesen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst die kleine Glocke nicht, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, wunderschöne Vakuumgrüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.